Ich danke dir für Unterstützen. Ich träume von Ich fahre ans Meer. Ich bitte dass du mir hilfst. Nein, diese Sätze sind leider falsch. Aber warum? Wir haben doch das Verb und die Präposition ist richtig. Was ist dann falsch? So denken viele Menschen auf dem B1, B2 und sogar C1 Niveau. Sie wählen die richtige Präposition und denken, dass danach alles Mögliche stehen kann. Aber das ist nicht der Fall. Dieser Fehler ist so verbreitet, dass fast jeder Deutschlerner diesen Fehler macht. Aber nicht du, weil ich dir im heutigen Video zeige, wie du einen richtigen Satz mit den Präpositionen bilden kannst. Falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Julia, Deutschlehrerin, Dolmetscherin und Leiterin von den B2 Intensivkursen. Auf diesem Kanal gebe ich ungewöhnliche, aber verständliche Erklärungen der deutschen Grammatik, damit du richtig und sicher sprechen kannst. Herzlich willkommen. Okay, beginnen wir damit, dass wir zwei unterschiedliche Wortarten haben: Nomen und Verben. Nomen nennen die Objekte in unserer Welt. Zum Beispiel, was ist das? Die Unterstützung. Was ist das? Die Hilfe. Die Reise. Wie du siehst, haben unsere Nomen einen Artikel und wir schreiben sie groß. Verben zeigen, dass es eine Aktion gibt. Jemand macht etwas. Zum Beispiel unterstützen, helfen, reisen. Achtung! Verben schreiben wir immer klein. Siehst du, diese Wörter unterstützen, helfen, reisen sind ähnlich den Nomen. Die Unterstützung, die Hilfe, die Reise. Aber grammatikalisch sind sie komplett unterschiedlich, weil Nomen ein Objekt nennen und Verben eine Aktion. Und der Fehler besteht darin, dass viele Menschen diese unterschiedlichen Wortarten verwechseln. Dass sie wissen das einfach nicht, dass es unterschiedliche Wortarten sind. Aber du weißt es schon. Wozu brauchst du das? Jede Wortart hat ihre eigenen Freunde. Zum Beispiel, Präpositionen sind Freunde von Nomen. Was meine ich darunter? Nehmen wir unseren falschen Satz. Ich danke dir für Unterstützen. Hier steht eine Präposition für. Was steht danach? Unterstützen. Unterstützen, ist es ein Verb oder ein Nomen? Das Verb. Gut. Präpositionen sind Freunde von Nomen. Das heißt, wir brauchen kein Verb, sondern ein Nomen. Das Nomen von unterstützen ist die Unterstützung. Korrigieren wir also den Satz. Ich danke dir für die Unterstützung. Präpositionen sind Freunde von Nomen. Siehst du, eine Präposition soll danach das Nomen stehen. Kein Verb, kein Satz. Nehmen wir den zweiten falschen Satz. Ich träume von Ich fahre ans Meer. Was sehen wir hier? Die Präposition von und was steht danach? Ich fahre ans Meer. Das ist der Satz, weil wir hier ein Subjekt, ich, haben und die Aktion fahre. Subjekt plus Aktion, das ist immer ein Satz. Ich fahre, das ist schon ein Satz. Also, die Präposition ist nicht mit dem Satz befreundet, sondern mit dem Nomen. Das weißt du schon. Das heißt, wenn du eine Präposition siehst,
brauchst du nur ein Nomen, aber nicht das Verb oder nicht den ganzen Satz. Folglich sollen wir sagen, ich träume von plus Nomen. Punkt. Okay, aber welches Nomen brauchen wir? Ich fahre ans Meer. Wo soll ich dieses Nomen finden? Du kannst es in diesem Satz finden. Ich fahre ans Meer. Das Meer, das ist schon ein Nomen. Und folglich kannst du sagen, ich träume vom Meer. Oder es gibt noch eine Variante. Ich träume davon, dass ich fahre. Da brauchen wir ein bisschen Magie. Ich träume von einer Fahrt ans Meer. Fahrt? Woher haben wir dieses Wort Fahrt bekommen? Kannst du mich fragen? Das ist ein magischer Unterricht. Wir haben gezaubert. Tatsächlich haben wir von dem Verb fahren das Nomen die Fahrt gemacht. Zuerst konzentriere dich darauf, dass du immer, wenn du eine Präposition siehst, ein Nomen brauchst, aber nicht das Verb oder nicht ein Satz. Wie du siehst, habe ich gesagt, Präposition plus Nomen, Punkt, nichts mehr. Aber selbst habe ich so einen Satz gebildet wie ich träume von einer Fahrt ans Meer. Lass uns kurz analysieren. Ich träume von einer Fahrt. Das ist ein perfekter Satz nach unserer Struktur. Präposition plus Nomen. Wozu steht hier dann ans Meer? Ob es korrekt ist. Nomen können eine Beschreibung haben. Welche Fahrt ist es? Welche? Welche, das ist immer eine Frage von der Beschreibung. Die Beschreibung kann vor dem Nomen stehen. Zum Beispiel, ich sage, ich träume von einer schönen Fahrt. Schön, das ist schon eine Beschreibung und das ist ein abhängiges Wort von Nomen. Die Beschreibung kann nach dem Nomen stehen. Zum Beispiel, die Fahrt ans Meer. Welche Fahrt ist es? Ans Meer. Und diese Beschreibung gibt uns mehr Informationen zum Nomen. Das heißt, der Satz, ich träume von einer Fahrt ans Meer, ist korrekt, weil wir eine Präposition haben, von, und das Nomen mit seinen abhängigen Wörtern, eine Fahrt ans Meer. Wow, unglaublich. Wenn du das verstanden hast, bist du cool. Wenn noch nicht, dann analysieren wir noch den dritten Satz. Ich bitte dass du mir hilfst. Das ist noch ein falscher Satz, den wir am Anfang des Videos hatten. Jetzt aber verstehst du schon, worauf wir achten müssen, oder? Ich bitte soweit ist alles perfekt, und weiter, das ist eine Präposition plus Nomen. Welches Nomen brauchen wir? Bei uns steht, dass du mir hilfst. Hilfst, das ist das Verb, du hilfst. Das ist die Aktion und das Substantiv ist korrekt, die Hilfe. Also korrigieren wir den Satz. Ich bitte und dann kommt das Nomen, die Hilfe. Das war's. Zusammenfassend. Siehst du eine Präposition, brauchst du ein Nomen. Manchmal mit einer Beschreibung, manchmal ohne. Aber Nomen. Kein Verb, kein Satz. Wow, jetzt bist du eine Stufe höher. Wie du gesehen hast, gibt es nichts Schwieriges an diesem Thema. Wir werden gleich die Aufgaben machen und du trainierst ein bisschen. Du hast aber vielleicht eine Frage, okay, wie kann ich ein Verb in ein Nomen umwandeln? Es gibt ganz konkrete Regeln, die ich in meinem grammatischen Kurs Alle Lücken schließen erkläre. Dieser Kurs umfasst die ganze deutsche Grammatik von A1 bis C1 und passt ideal für die Menschen, die ihre grammatischen Lücken schließen wollen
und richtig sowie sicher sprechen wollen. Der Kurs ist riesig. Er hat mehr als 100 Themen und 1000 Übungen auf der interaktiven Plattform. Du kannst ihn noch nicht kaufen. Ich arbeite immer noch daran, aber du kannst dich in die Warteliste eintragen und sobald der Kurs fertig ist, informiere ich dich darüber. Wir gehen üben. Heute habe ich 2 Aufgaben vorbereitet. In der ersten musst du entscheiden, ob das Wort, das du siehst, ein Verb oder ein Nomen ist. Beginnen wir mit der ersten. Arbeiten, Verb, die Arbeit, Nomen. Okay. Lösen, Verb, die Lösung, Nomen. Reisen, Verb, die Reise, Nomen. Wie du siehst, haben unsere Nomen einen Artikel dabei und sie werden groß geschrieben, während die Verben klein. Schenken, Verb, das Geschenk, ein Nomen, sehr gut, weiter. Unterstützen, Verb, die Unterstützung, Nomen, okay. Und noch ein Wort, verstehen, Verb, das Verständnis, Nomen. Super, wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir auf das nächste Niveau und deine Aufgabe ist die folgende. Du bekommst Sätze, die einige Fehler haben. Du sollst aber diese Fehler korrigieren. Los geht's. Ich bin zufrieden mit Arbeiten. Falsch. Mit, das ist eine Präposition. Dann soll ein Nomen stehen. Welches Nomen kennst du, das mit dem Verb arbeiten verbunden ist? Die Arbeit. Also, ich bin zufrieden mit der Arbeit. Korrekt. Weiter. Ich bin zufrieden mit Arbeiten in dieser Firma. Wieder falsch. Korrigieren wir. Ich bin zufrieden mit der Arbeit in dieser Firma. Ja, hier haben wir eine Beschreibung. Welche Arbeit? Die Arbeit in dieser Firma. Also diese Beschreibung bleibt im Satz, aber nicht das Verb. Wir haben die Präposition, deswegen brauchen wir ein Nomen. Ich bin zufrieden mit der Arbeit und dann kommt die Beschreibung mit der Arbeit in dieser Firma. Super, weiter. Ich suche nach, ich löse dieses Problem. Ich suche nach, dann kommt das Nomen. Welches? Ich löse das Problem. Du kannst nicht sagen, ich suche nach dem Problem, weil die Bedeutung ganz anders ist. Wir müssen mit dem Wort lösen spielen. Also, lösen, Nomen ist die Lösung. Und der Satz lautet, ich suche nach der Lösung dieses Problems. Gut. Dieses Problems ist auch eine Beschreibung zum Wort Lösung. Welche Lösung? Die Lösung des Problems. Also, es bleibt auch im Satz. Weiter. Ich träume von, ich reise nach Frankreich. Bitte korrigieren wir. Ich träume von Frankreich. Okay, aber die Bedeutung ist ein bisschen anders. Uns interessiert das Verb reisen. Welches Nomen kennen wir? Die Reise, natürlich. Also, ich träume von einer Reise nach Frankreich. Ich hoffe, du verstehst diese Logik. Wenn dir diese Erklärung und die Übung geholfen hat, lass mich wissen. Gib diesem Video einen Like und schreib einen netten Kommentar. Das wird für mich bedeuten, dass ich ein nützliches Video gemacht habe. Wir üben weiter. Ich freue mich über du hast mir das geschenkt. Wow, was für ein langer Satz. Lass uns ihn korrigieren. Ich freue mich über und dann kommt ein Nomen. Welches Nomen? Du hast mir das geschenkt. Aha,
wir konzentrieren uns auf die Bedeutung. Das ist das Verb schenken. Ja, geschenkt, das ist die Perfektform von schenken. Aha, das Nomen von schenken ist das Geschenk. Folglich sagen wir, ich freue mich über dein Geschenk. Noch ein paar Sätze. Ich bin dir dankbar für du mich unterstützt. Überleg dir. Ja, ich bin dir dankbar für, hier ist alles korrekt und weiter. Die Bedeutung ist in dem Verb unterstützt. Welches Nomen existiert? Die Unterstützung. Also, ich bin dir dankbar für deine Unterstützung. Wunderbar. Und das letzte für heute. Ich hoffe auf, du verstehst mich. Wo ist die Bedeutung? Verstehst, verstehen. Das Nomen lautet, richtig, das Verständnis. Also der Satz ist, ich hoffe auf, plus Nomen, auf dein Verständnis. Wow, wir haben heute eine großartige Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass dieses Thema für dich verständlich ist. Ich werde mich freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, ob ich dir geholfen habe oder nicht. Falls du noch weitere Fragen hast, schreib sie auch in die Kommentare. Ich lese immer alles durch und beantworte alle Fragen. Danke, dass du heute dabei warst. Das war's für heute. Abonniere diesen Kanal, um den neuen Unterricht nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Mini-Unterricht.